Es gab eine Zeit, da kannte die Bismarck-Verehrung kaum Grenzen. Denkmäler Land auf und Land ab für den ersten Reichskanzler. Doch Otto von Bismarcks politisches Erbe ist voller Widersprüche. Er gilt zwar als Wegbereiter des deutschen Nationalstaats und steht für soziale Reformen wie die Krankenversicherung, aber genauso für aggressive Außen- und repressive Innenpolitik. Kann man für so einen heute noch ein Denkmal wiedererrichten? Für viele mehr als heikel. Und schon sind wir mittendrin in einer Debatte über den Umgang mit der historischen Persönlichkeit, wie sie gerade in Bautzen aktuell geworden ist. Daniel Schrödel mit den Stimmen pro und contra. Bloß nicht Bismarck im Biergarten. Elmar Ladusch will unbedingt verhindern, dass direkt neben seinem Gasthof ein Bismarck-Denkmal wieder aufgebaut wird. Auf dem Schornebow, einem Ausflugsberg nahe Bautzen, wo ich Ladusch treffe. Mich stört diese Erscheinungsform, dass die so unmittelbar in der Nähe unserer Gäste im Biergarten zu sehen ist und damit eben einen großen Eindruck auf die Gäste macht. Die nach dem Zweiten Weltkrieg zerstörte Statue soll nach historischem Vorbild wieder aufgebaut werden. Fast 3 Meter hoch mit Pickelhaube, Uniformrock, Schwert und eisernem Kreuz. Martialisch und aus der Zeit gefallen findet das Elmar Ladusch. Ich weiß, dass es viele Bismarck-Türme und Bismarck-Denkmale gibt, die sollen stehen bleiben bis zum jüngsten Tage. Da habe ich also überhaupt nicht dagegen. Aber wir sprechen ja hier über eine Neuerrichtung. Auf diesem Sockel soll der eiserne Kanzler wieder eine Statue bekommen. Die Zerstörung auf dem Schornebow um 1950 sei ein Akt der Barbarei, meint der Initiator und Geldgeber der Idee, die Bautzener Liedertafel. Für ein Interview steht der AfD-nahe Heimatpflegeverein uns nicht zur Verfügung. Der kleine Verein konnte im Hauptausschuss des Bautzener Stadtrates eine Mehrheit für sein Anliegen gewinnen. Einer der Unterstützer sogar er, Bautzens SPD-Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Mit einem neuen Bismarck-Denkmal verstärken wir weder bestimmte politische Bewegungen noch verherrlichen wir irgendwas. Schon gar nicht, wenn da eine ergänzende Tafel dabei ist und wenn wir eine breite, begleitende Diskussion in der Bevölkerung der gesamten Region haben. Ich glaube, das hilft uns eher, als es uns schadet. Ich treffe Friedrich Pollack. Der Historiker am Sorbischen Institut in Bautzen war von Anfang an gegen das Bismarck-Denkmal, denn die Politik des Reichskanzlers zielte auf die Unterdrückung ethnischer Minderheiten wie die Sorben. Für Pollack würde ein Wiederaufbau genau dort, wo die Sorben ihre Heimat haben, von beispielloser Geschichtsvergessenheit zeugen. Wenn wir Bismarck auf einen Sockel stellen, eine 3 Meter hohe Standfigur, dann drücken wir damit aus, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild an ihm nehmen wollen. Und das ist etwas anderes als historische Aufarbeitung und Beschäftigung mit einer widersprüchlichen historischen Persönlichkeit. Der Protest hat in Bautzen bei einigen Wirkung gezeigt. Der SPD-Kommunalpolitiker Roland Fleischer, im Hauptausschuss noch Befürworter des Bismarck-Denkmals, will in der nächsten entscheidenden Stadtratssitzung gegen den Wiederaufbau stimmen. Weil wir glauben, dass diese Gedenkstätte zu einer Pilgerstätte für Rechtsradikale, für Rechtsextreme und für Nationalisten werden könnte. Sein Parteifreund Oberbürgermeister Alexander Ahrens teilt diese Sorge nicht. Trotz vieler Kritikpunkte an Bismarck unter dem Strich sei der Reichsgründer für seine Zeit fortschrittlich gewesen. Demokratie braucht Auseinandersetzung, allerdings mit Anstand und mit Respekt vor dem jeweiligen Gegner. Und ich finde, das ist förmlich eine Steilvorlage, tatsächlich dieses Denkmal wieder zu errichten, weil da haben wir einen Stein des Anstoßes, der eben zu Diskussionen führen kann. Elmar Ladusch hofft, dass es nicht so weit kommt. Er will von seinem gepachteten Berggasthof politische Grabenkämpfe fernhalten. Schon häufiger habe er erlebt, dass nach Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen Gäste mit Reichsflaggen vorbeikamen. Wir haben das schon oft gehabt, dass Leute mit einer eindeutigen Fahne, die nicht zu unserem Land gehört, hier oben einmarschieren. Und ich die dann auffordern muss, dass sie bitte das unterlassen. Ob Bismarck bald im Biergarten auf dem Schornebow steht? Noch Ende November wird der Bautzener Stadtrat darüber endgültig entscheiden. Die Mehrheitsverhältnisse vor der Abstimmung unklar.